Herzlich willkommen bei Rennrad News. Wir haben für euch einen kleinen, aber feinen Test von super leichten Aero-Rennrädern gemacht. Und zwar mit dem Specialized Tarmac SL8 und dem Trek Madone SLR. Und dann ist noch dabei das Canyon Aero CFR und das Giant Propel Advanced SL, also das leichteste Giant. Überhaupt alles nur Topmodelle, oder? Genau, macht in diesem Fall auch Sinn, weil die eben dann maximal leicht sind, was wir haben wollten, aber trotzdem aero-optimiert. Also spannendes Thema, schaut es euch an. Wie haben wir die Räder für den Test ausgesucht? Die Auswahlkriterien war, das Rad muss aero-optimiert sein, und zwar deutlich aero-optimiert, nicht nur ein kleines bisschen. Und es sollte sehr leicht sein, denn es gibt jetzt diese neue Kategorie, diese Superbikes, die um die 7 Kilo oder etwas leichter sind und trotzdem sehr aerodynamisch. Was wiegen die Räder? Die Räder wiegen im Bereich zwischen 6,75 bis knapp über 7,1 Kilogramm. Und sind auch aerodynamisch alle in einem recht sehr guten Bereich. Da haben wir uns tatsächlich an anderen Tests orientiert, die es ja schon zuhauf gibt, und haben einfach diese Zahlen zugrunde gelegt, auch für unsere Auswahl. Und wo sind wir hingegangen zum Testen? Hier ins Wispertal in der Nähe vom Rheingau oder im Rheingau, in der Nähe von Bingen. Und hier gibt es eine Strecke, auf der Leute sehr gerne Rennrad fahren und sich selbst austesten. Wir dachten, das ist eben auch genau eine optimale Strecke, um diese Rennräder zu testen. Ja, und wir haben es ja schon gesagt, es sind alles Top-Modelle, und da fragt man sich natürlich als erstes, was kosten die alle, Harry? Ja, die sind natürlich nicht günstig, sonst kommt man unschwer auf diesen Preis. Man muss Top-Komponenten verwenden. Die Preise rangieren von knapp 10.000 bis fast an die 15.000 Euro ran. Also in diesem Video geht es nur um den Vergleich der Räder untereinander. Zu den Bikes haben wir auch noch Einzelvideos, die wir euch hier unten verlinken. Ihr habt die Räder gesehen. Was sind das für Räder, über die wir hier reden? Wenn ihr euch dieses Video anschaut, dann interessiert ihr euch sicher für die besten Rennräder, die schnellsten Rennräder, die man überhaupt bekommen kann. Denn das sind alles Räder, die von Profis bei der World Tour, bei der Tour de France gefahren werden. Und viele davon haben wir auch in unserem Video von der Tour de France 24 porträtiert. Manche erkennt ihr auch direkt an den Lackierungen, wie zum Beispiel das Trek Madone, was ja sogar in der Lidl Trek Lackierung gekommen ist. Andere haben andere Lackierungen, haben aber die gleiche Basis. Also alles Profi-Rennräder. Wir hatten gesagt, sie sollen leicht sein. Um die 7 Kilo sollen sie maximal wiegen. Und natürlich sind sie aerodynamisch. Trotzdem gibt es noch leichte Unterschiede zwischen diesen einzelnen Rennrädern. Und die liegen entweder im Punkt Aerodynamik oder Gewicht. Und wie sich das so ein bisschen zwischen dem Testfeld aufteilt, das erklärt euch jetzt mal Harry. Genau, wir haben 4 Bikes im Test. Es gibt 2 neue Räder, zwar das Trek Madone SLR und das Canyon Aero CFR. Und diese beiden haben wir verglichen mit 2 schon länger am Markt befindlichen Rädern, nämlich das Giant Propel SL und das S-Works Tarmac SL8. Das S-Works hat mit dem Tarmac quasi diesen Weg zu den neuen Superbikes begonnen. Es war das erste Bike, das aerodynamisch sehr effektiv ist und trotzdem sehr, sehr leicht an der Gewichtsgrenze von 6,8 Kilogramm. Das ist die UCI-Gewichtsgrenze. Das heißt, das Rad, das im Rennen eingesetzt wird, muss mindestens 6,8 Kilogramm wiegen. Das S-Works ist auch das leichteste Rad in unserem Test. Es wiegt genau 6,74 Kilogramm, ohne Pedale und ohne Flaschenhalter. So haben wir alle Räder gewogen, und zwar in der Ausstattung, die sie auch im Test sind. Das Propel SL ist ähnlich, nur minimal schwerer mit 6,81 Kilogramm. Und neu ist das Trek Madone SLR. Trek hat die beiden Rennräder Madone und Domani zusammengefasst. Es gibt jetzt nur noch das Madone, das ist das One for All Race Bike, so wie es auch Specialized handhabt. Das ist auch das einzige Bike, das von den Teams gefahren wird. Giant geht noch den Weg und hat auch noch ein Bergrad, das TCR. Das ist noch deutlich leichter, kommt locker unter das UCI-Gewichtslimit. Das heißt, die meisten Fahrer, die es in der Tour nutzen, müssen da Zusatzgewichte dran packen. Das Canyon Aero ist minimal anders positioniert. Canyon sagt, das ist ein reines Aerorad.
ist aber in der neuesten Generation als CFR-Version deutlich leichter geworden. Es hat 7,13 Kilogramm in unserem Test, ist also maximal 300 Gramm, fast schwerer als das S-Works, ist aber dafür aerodynamisch wohl das schnellste von diesen 4 Rädern. Ja, wo wir gerade über Gewichte reden, wir haben alle Räder in einer vergleichbaren Rahmengröße und speziell auf Harry zugeschnitten gewählt. Das heißt, wir haben entweder 54er Rahmenhöhen genommen oder bei Canyon eben M und bei Giant auch M, richtig? Genau, und auch das Trek Madone ist in M. Wir haben die Räder so ausgewählt, dass sie alle sehr effizient sind aerodynamisch. Das Canyon Aeroad ist wohl das schnellste Bike aerodynamisch in unserem Test. Aber die anderen 3 dürften auf einem sehr ähnlichen Niveau liegen. Wir reden hier über einen Unterschied von maximal 2 bis 3 Watt bei 45 km/h, was für einen, ich sag mal, für einen engagierten Amateur oder einen Freizeitfahrer eigentlich keine Rolle spielen sollte. Also es sind wirklich geringe Unterschiede zwischen den Bikes, die wir ausgewählt haben. Und das war auch ein Auswahlkriterium. Da haben wir uns sozusagen auf Drittdaten verlassen. Ja. Ich habe schon gesagt, es sind die besten Rennräder der Welt und die sind entsprechend teuer. Bei 9.999 € geht es in diesem Testfeld los mit dem Canyon Aeroad CFR. Das ist das günstigste Rad. Das teuerste Rad ist das Specialized S-Works Tarmac SL8 und das kostet sage und schreibe 14.500 €. Und dabei sind die Ausstattungen, grob gesehen, relativ identisch. Es sind überall Topgruppen dran, es sind überall Top-Carbon-Laufräder dran. Und was die Ausstattungen unterscheidet, das schauen wir uns jetzt mal kurz im Detail an. Jan hat es schon gesagt, das S-Works Tarmac SL8 ist das teuerste Rad im Test, 14.500 €. Hat ein Rohwal integriertes einteiliges Cockpit, hat eine SRAM Red Access Gruppe mit 2x12 Gängen, elektronisch geschaltet und die Rohwal eigenen Laufrädern. Damit ist das Bike ganz klar am leichtesten und markiert preislich gesehen in unserem Testfeld die Spitze. Nächstes Rad, das Giant Propel Advanced SL. Das ist das Rad mit dem integrierten Sitzdom und es kostet 11.999 €, ist also das zweitgünstigste Rad im Test. Und dran ist eine Shimano Dura Ace 12-fach-Gruppe und Kardex-Komponenten, und zwar die Laufräder, super leichte Kardex-Laufräder und natürlich auch Carbon-Vorbau, Carbon-Lenker und Sattelstütze ist ja integriert. Etwas teurer wieder ist das Trek Madone SLR, kostet 13.999 €, ist ebenfalls ausgestattet mit einer SRAM Red Access Gruppe, natürlich in der neuesten Version. Komponenten kommen von der Hausmarke Bontrager, die Laufräder sind natürlich Top-Niveau, die RSL-Modelle und auch das Carbon-Cockpit ist komplett integriert, einteilig von Trek Bontrager. Ja, letztes Rad, das günstigste Rad, das Canyon CFR, kostet 9.999 €, wiegt 7,13 Kilo an unserer Waage und hat eine Shimano Dura Ace 12-fach-Gruppe an Bord und ist ebenfalls kombiniert mit hochprofiligen Carbonlaufrädern, in dem Fall von DT Swiss. Und eine Besonderheit ist hier, dass Canyon noch einen 25 mm Reifen vorne montiert auf diesen Laufrädern und wie sich das auswirkt, das haben wir genauer untersucht. Ein paar Worte zu den Rahmen bei diesen Modellen. Alle Hersteller verwenden hier die Top-Carbon-Qualität. Ist klar, das sind die besten Modelle im Stall sozusagen. Und da sind jeweils die besten Carbonfasern verwendet. Der leichteste Rahmen ist ganz klar von dem S-Works Tarmac SL8. Nach offiziellen Angaben ist er fast 300 Gramm leichter als von Canyon Aeroad CFR. Wobei wir diese Angaben ein bisschen mit Vorsicht genießen würden, denn es ist immer so ein bisschen unklar, welche Rahmengrößen damit gemeint sind und ob die Lagerschalen zum Beispiel mitgewogen sind oder ob die Steuerlager mitgewogen sind. Aber es ist ganz klar, dass der Specialized Rahmen zum Beispiel deutlich leichter ist. Der Trek-Rahmen ist etwas schwerer als Specialized, ist aber auch deutlich leichter zum Beispiel als von dem Giant Propel. Da ist allerdings auch dieser Sitzdom mitgewogen. Das bedeutet, bei den anderen Rädern müssten wir, um zu vergleichen, wiederum die Sattelstütze mitwiegen. Es ist also ein bisschen ein diffiziles Thema, aber ganz klar ist die Tendenz, S-Works Tarmac SL8 ist der leichteste Rahmen und Canyon Aeroad tendenziell der schwerste.
Ja, und interessant sind diese Gewichte vielleicht auch für Leute, die sich eventuell selbst ein Rad aufbauen wollen. Das ist ja gar nicht so unüblich bei Top-Modellen in dem Preisbereich. Und es gibt aber nicht von allen Modellen Rahmensets einzeln, und zwar von Canyon gibt es keins. Von allen anderen bekommt ihr die Rahmen auch einzeln. Noch eine Erwähnung wert vielleicht, das Trek Madone bekommt ihr auch als Project One, und da könnt ihr die Lackierung aus einer riesigen Auswahl von schillernden oder besonders aufgefallenen Lackierungen selbst zusammenstellen. Das ist bei den anderen Herstellern nicht möglich. Wobei Specialized auch traditionell immer mehrere Rahmenfarben anbietet, auch für die Rahmensets. Bei Giant ist es eher so, dass es in der Regel 1 bis 2 Farben für die Rahmensets gibt. Aber Specialized ist da ein bisschen stärker involviert, die haben mehr Farben zur Auswahl. Top ist natürlich bei Trek mit Project One Lackierung. Allerdings können diese auch dann bis zu 4.000 € Aufpreis kosten. So, gehen wir gleich rein in die Ausstattung. Wir fangen an mit den Schaltungen. Da teilt sich das Testfeld in 2 Hälften. Und zwar haben wir 2 Bikes mit der neuen SRAM Red Access Gruppe, die wir übrigens auch schon getestet haben. Test verlinke ich euch unten. Und die anderen beiden Bikes haben eine Shimano Dura Ace 12-fach Gruppe. Also alles Bikes mit 2x12 Gängen. In den Übersetzungen, die die Hersteller montiert haben, unterscheiden die sich so ein bisschen. Und zwar ist da Specialized den Weg gegangen und zusammen mit Trek auch, dass die eher leichtere Bergübersetzungen montiert haben, also entweder eine 1036 oder eine 1033 Kassette hinten. Und die beiden anderen Räder, also das Propel und das Canyon, sind eher für optimales Rollieren im Flachen aufgestellt. Und wir haben die auf einer Teststrecke getestet, die auch so ein bisschen ganz leicht wellig war, mal ein bisschen False Flat dabei und auch mal ein stärkerer Anstieg, wo man auch mal 2 Gänge zurückschalten muss. Und ich habe aus diesen Testfahrten mitgenommen, dass ich mit den Übersetzungen von Shimano, die hier im Testfeld montiert waren, im Flachen deutlich besser weggekommen bin und immer den passenden Anschlussgang gefunden habe, auch wenn es mal nur so leicht bergan ging. Und bei den Übersetzungen mit den SRAM-Gruppen, die hier montiert waren, in dem Fall mir wirklich oft ein Zwischenschritt zwischen dem 6. und 7. Gang jeweils von unten gewünscht hätte. Und ja, und wie es am Berg aussah, das sagt euch der Harald, denn der ist der bessere Bergfahrer. Naja, das sei mal dahingestellt. Ja, die Shimano-Gruppen haben 52,36 vorne, 11,30 Kassetten hinten. Das sind eigentlich perfekte Abstufungen für Fahrten im Flachen und im Mittelgebirge, würde ich sagen. Wer in den Alpen wohnt oder sehr oft steile Berge fährt, wird mit dieser Übersetzung nur dann glücklich, wenn er sehr fit ist. Ansonsten bietet sich die L34 Kassette an, die dann allerdings natürlich auch nicht so super eng abgestuft ist. Da fehlt dann auch mal ein Gang zwischendrin in der Ebene, aber man hat eben einen Berggang drin. Interessant ist, dass beim Specialized Tarmac diese 1036 Kassette verbaut ist, wie Jan schon gesagt hat, die am Berg eine Untersetzung anbietet, denn mit der 48-35 Kombination vorne habe ich eine Einzahn-Untersetzung am Berg, was für Räder in dieser Kategorie eher fast ungewöhnlich ist, weil die meisten Hersteller davon ausgehen, dass die Leute entweder super fit sind oder mehr Wert aufs Schnellfahren im Flachen legen. Trek hat so ein bisschen einen Mittelweg mit der 1033 Kassette und 48-35 vorne. Damit ist man eigentlich überall gut aufgestellt. Wer engere Abstufungen möchte am Hinterrad, also auf der Kassette, nimmt die 1028 Kassette von SRAM, die wirklich super eng abgestuft ist. Dann muss man halt am Berg wieder treten. Aber interessant, dass die Hersteller das unterschiedlich auslegen und das in der Serienausstattung auch in einer unterschiedlichen Ausrichtung anbieten. Ja, aber passend zum Rad muss man eigentlich sagen, das S-Works, das leichteste Rad mit der Übersetzung für Bergmarathons, sage ich mal. Und ja, das passt in dem Fall. Schaltverhalten. Müssen wir eigentlich auch was zu sagen? Wir hatten eine klare Vorliebe, würde ich sagen. Es hat eigentlich jeder Tester gesagt, dass die Shimano Dura Ace ein Tick besser, ein Tick knackiger, ein Tick schneller schaltet, ein Tick zuverlässiger. Es ist ein bisschen natürlich auch eine persönliche Vorliebe. Wir waren uns auch einig darin, dass die Schaltlogik und die Bedienung an den Hebeln bei SRAM eigentlich schöner gelöst ist, aber die Gangwechsel nicht ganz so knackig vonstatten gingen. Ja, also genau, wir würden uns eigentlich eine Schaltung wünschen, die die Logik von der SRAM Red Access hat oder die Logik von allen SRAM Access Schaltungen,
aber eben das Schaltverhalten von einer Shimano Dura-Ace und vielleicht dann auch noch kombiniert, denn es sind ja Bremsschalthebel, die da montiert sind, mit den SRAM Red Access Bremsen, oder? Genau, weil die neuen SRAM Red Bremsen sind einfach super gut, die lassen sich sehr gut modulieren, sind sehr bissig, sind aber auch ein bisschen mehr für erfahrene, gute Fahrer. Für Anfänger könnten sie fast zu bissig sein, aber in dieser Preisklasse kann man ja fast davon ausgehen, dass die Räder eher von erfahrenen und ambitionierten Fahrern bewegt und gekauft werden. Ja, und dann haben die Hebel natürlich auch eine gewisse Form und da hat mir persönlich die Ergonomie der neuen SRAM Red Access Hebel auch besser gefallen als die der schon etwas länger am Markt befindlichen Dura-Ace Hebel. Und das war eigentlich auch nicht Geschmackssache, sondern das war eigentlich auch durch die Bank bei allen 3 Testern, die wir hatten, so, oder? Ja, wobei das letztendlich auch immer ein bisschen von der Handgröße abhängig ist und von persönlichen Vorlieben. Also beide Gruppen sind top, der Druckpunkt lässt sich verstellen, die Hebelweite lässt sich verstellen, also man kann die Schaltergonomie gut an seine Hände anpassen und Gut, wir sind jetzt oft von einem Rad zum anderen gesprungen, da kommt es auch mal vor, dass man auf die falsche Taste drückt, aber im Prinzip nach 10 Kilometern ist man wieder so drin in diesem System, dass es einfach bei beiden Herstellern eigentlich perfekt funktioniert, die Bedienung. Gewichtsmäßig machen die Gruppen jetzt eigentlich keinen Unterschied mehr, seitdem die neue SRAM Red Access raus ist. Das bewegt sich in einem Grammbereich, der eigentlich in der Praxis unerheblich ist. Zum Thema Schaltgruppe gehören natürlich auch noch die Powermeter, die ja bei einigen Herstellern integriert sind. Und an unseren Testrädern waren überall Powermeter an Bord. Und bei unserer Recherche zum Testfeld haben wir gemerkt, dass das noch nicht mal selbstverständlich ist in dieser Preisklasse. Vielleicht noch so eine Anekdote am Rand. Eine Sache ist auch interessant, bei Canyon, Specialized und Trek kann man das auswählen, also die gibt es beide Versionen, die Topmodelle werden mit Shimano Dura-Ace, Di2 und SRAM Red Access angeboten. Giant hat das neue Modell, das Propel SL, nur noch mit der SRAM Red Access Gruppe, aber aktuell sollte es auch noch das Modell vom letzten Jahr geben, dass die Dura-Ace Di2 drauf hat, das auch bei uns im Test war. Aber das ganz neue Modell, das jetzt kommt, gibt es nur noch mit der SRAM Red Access dann. Wenn ihr mit so einem Aero-Rennrad fahrt, können euch die Leute schon von weitem hören, denn das erzeugt ja diesen typischen wollerigen Sound wegen der Aero-Laufräder, die dran sind. Die sind an allen Testrädern dran, aber noch was anderes kann man hören, und zwar ist das Freilaufgeräusch. Und das unterscheidet die Laufräder deutlich und wir blenden euch jetzt einfach mal alle 4 Freilaufgeräusche ein. Ja, und ihr hört selbst, manche Freiläufe sind ziemlich laut. Einige Tester fanden das Freilaufgeräusch vom Kardex Laufradsatz und vom DT Swiss Laufradsatz zu laut und fanden das zu aufdringlich. Letztlich Geschmackssache, könnt ihr selber entscheiden. Ich mag es zum Beispiel gerne, denn man kann es dann als Klingel benutzen. Aber das nur am Rande. Die Felgenhöhen sind eigentlich bei allen 4 Modellen gleich, wobei Specialized den Weg geht und am Vorderrad etwas flachere Felge als am Hinterrad gewählt hat. Aber es bewegt sich alles um die 50 mm. Die Felgeninnenweiten sind ein bisschen unterschiedlich. DT Swiss hat 20 mm, Roval 21 mm Innenbreite und bei Cadex und Bontrager sind es jeweils fast 23 mm. Das macht ein bisschen einen Unterschied, denn je breiter die Felge ist, desto tendenziell niedriger kann man mit dem Luftdruck gehen, natürlich mit passenden Reifen vorausgesetzt. Und die Reifen fallen auch breiter aus, muss man sagen. Genau, je breiter die Felge, desto breiter baut natürlich auch der Reifen in dem Fall. Mit oder ohne Haken ist ja eine Frage, die heiß diskutiert wird. Cadex geht den Weg mit Hookless. Im Giant-Konzern gibt es schon sehr lange Hookless-Felgen. Und ich persönlich habe über viele Jahre sehr gute Erfahrungen gemacht. An den anderen 3 Bikes sind die Felgen mit Haken versehen. Das heißt, man kann da alle Reifen fahren, die man möchte und kann tubeless oder mit Schlauch fahren. Aber in der Regel ist es eigentlich in dieser Kategorie gesetzt, dass man tubeless fährt, denn es ist nachweislich das schnellste System und auch im Rennsport wird es verwendet.
Ja, also alle Profis sind eigentlich tubeless inzwischen unterwegs. Was man zu Hookless vielleicht noch sagen muss, wenn man ein sehr schwerer Fahrer ist, hat man bei manchen Laufradsätzen eine Druckbeschränkung von maximal 5 Bar, auch mit den passenden Reifen. Ihr dürft also nur Tubeless Easy Reifen, also Tubeless Reifen fahren auf diesen Hookless Felgen und mit einer Druckbeschränkung von 5 Bar. Das ist bei Giant nicht so. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr den Kardex Laufradsatz mit den Reifen, die Giant freigegeben hat, kombiniert, könnt ihr auch den Druck über 5 Bar wählen. Vielleicht auch für schwere Fahrer eine interessante Information. Vor allen Dingen in dem Zusammenhang, dass Giant ja auch generell für seine Fahrräder eine hohe Gewichtsfreigabe hat. Was noch interessant ist zum Thema Laufräder, Giant hat eigene Reifen, also Cadex in dem Fall hat eigene Reifen und hat auch einen Aero-Reifen. Also ein Giant Propel ist ein System verbaut, wo Reifen und Felge aufeinander abgestimmt sind. Bei Specialized ist es ähnlich, die haben ebenfalls eigene Reifen, haben auch eine 26er Breite, genauso wie Cadex. Das heißt, sie haben die Laufradsätze optimal abgestimmt mit ihren eigenen Reifen. Bei Canyon sind DT Swiss verbaut, haben noch nicht den neuen Aero-Reifen von Conti, sondern es sind Conti GP5000 STR drauf. Und Canyon ist so konsequent und baut vorne einen 25er Reifen, weil dieser mit dem DT Swiss Laufrad aerodynamisch am besten funktioniert. Am Hinterrad ist ein 28er Reifen drauf. Dort spielt die Aerodynamik keine so große Rolle und der Komfort wird deutlich erhöht. Trek geht den Weg mit relativ breiten Felgen, hat 28er Pirelli-Reifen im Einsatz, ist aerodynamisch sicher auch ein sehr gutes System. Ist sehr komfortabel, weil der Reifen breiter ist und dadurch auch mit niedrigerem Druck gefahren werden kann. Für mein Gewicht zum Beispiel kann ich im Trek an die 4 Bar fahren. Ja, wir sind die Testräder alle mit kontrolliertem Reifendruck gefahren, jeweils auf die Fahrergewichte passend eingestellt. Und eine Erkenntnis aus den Testfahrten ist auch, dass die Seitenwindstabilität bzw. Seitenwindempfindlichkeit der Laufräder sich teilweise erheblich oder jedenfalls deutlich spürbar unterscheidet. Ja, und da gab es einen Laufradsatz, sage ich mal, der sich ein bisschen mehr von den anderen abhebt. Und das war der DT Swiss Laufradsatz. Den fanden wir eigentlich durch die Bank ein bisschen seitenwindempfindlicher als die anderen Laufräder. Sehr seitenwindunempfindlich fanden wir die Roval-Laufräder am S-Works Tarmac. Und da gibt es noch eine Besonderheit. Wenn ihr von oben auf die Laufräder drauf guckt, dann seht ihr so an der Seite die Felge hervorstehen. Das hat manchen nicht gefallen, aber das ist auch bekannt, dass das ein aerodynamischer Vorteil ist an Laufrädern. Zusätzlich haben wir die Laufräder inklusive Reifen und in unserem Fall auch mit Kassetten und Scheiben, weil wir wissen wollten, wie schwer sind sie in unserem Testbike. Haben wir alles gewogen. Die genauen Angaben und Infos dazu findet ihr in unserem Artikel auf Rennrad News. Ja, ein Riesenunterschied in der Ausstattung macht, wie wir beim Test jetzt gemerkt haben, eigentlich erst so richtig, machen die Cockpits an den Aero-Rennrädern. Und da gibt es tatsächlich stark unterschiedliche Ansätze. Ganz neue Cockpits, wie das vom Trek Madone SLR und schon ein bisschen länger am Markt befindliche Cockpits. Und eine grundsätzliche Unterscheidung ist erstmal, ob ihr ein einteiliges Cockpit habt, also ein Carbonteil, was ihr dann immer komplett tauschen müsst, wenn ihr was anderes fahren wollt, oder ob ihr eine Vorbau-Lenker-Kombination haben wollt. Und das ist zum Beispiel nur am Giant Propel der Fall. Das heißt, nur da könnt ihr den Lenker separat vom Vorbau tauschen. Also zum Beispiel einen längeren Vorbau drauf machen, wenn ihr noch sportlicher sitzen wollt, als das ohnehin schon auf so einem Aero-Rennrad der Fall ist. Oder einen kürzeren, wenn ihr ein bisschen komfortabel sitzen wollt. Ja, und während der Testfahrten hat sich herausgestellt, dass es bei den Cockpits auch relativ klare Vorlieben gibt. Und zwar hat den meisten Testern das neue Cockpit vom Trek Madone SLR am besten gefallen. Und das hat einige Besonderheiten, die sich so an zumindest 2 anderen Cockpits im Test nicht finden. Und zwar ist einmal der Lenker ein bisschen runder als diese ganz flachen Aero-Lenker im Oberlenker. Und dann ist er unten so ein bisschen leicht ausgestellt, um zum Beispiel die Bremshebel leicht anwinkeln zu können, damit man eine noch engere Sitzposition fahren kann. Und das ist eben auch noch gepaart mit einer relativ schmalen Auslegung. Und zwar misst er an den Höckern, wir haben es nachgemessen, ungefähr 37 cm. 37 cm an den Hoods und ist damit ein sehr schmaler Lenker. Und ihr bekommt dann die Arme in dieser belgischen Position, ich zeige es nochmal, also mit rechtwinkligen Unterarmen, bekommt ihr die ziemlich schmal. Und das ist immer aerodynamischer als ein breiter Lenker. Und es gibt eben auch breite Lenker am Testfeld, nämlich
bei Giant und bei Specialized, die beide noch 42er Länge haben und mit einer sehr geraden Form. Die Hoods gehen gerade nach unten. Was beim Giant dazu kommt, ist, dass die Hoods relativ tief auch nach unten gehen. Das heißt, man hat einen relativ großen Unterschied, ob man oben in den Hoods greift oder in Unterlänge geht. Und wir waren uns jetzt mit 4 Testern alle komplett einer Meinung, wer mal mit dem schmaleren Lenker vom Track gefahren war, hat sich auf den breiten Lenkern sehr unwohl gefühlt. Die 42er Lenker waren bis vor 2-3 Jahren eigentlich Standard, auch in dieser Fahrradkategorie. Aber seit 2-3 Jahren geht der Trend ganz klar zu schmaleren Lenkern. Es geht bis zu 36 cm am Oberlenker in den Hoods. Das ist das Mindestmaß von der UCI. Auch viele Rennfahrer fahren schmalere Lenker. Das ist natürlich aerodynamisch für die meisten Personen deutlich besser. Aber man muss natürlich auch gucken, wir sind jetzt nicht die körperlichen Riesen mit sehr breiten Schultern. Hat man sehr breite Schultern, ist es natürlich, muss man das einfach ausprobieren, was taugt einem besser. Ja? Das ist letzten Endes auch ein bisschen eine Geschmacksfrage. Und einen ganz besonderen Weg geht Canyon in dieser Frage. Dort ist die Breite des Lenkers nämlich verstellbar. Und zwar kann man den von 42 bis 38 cm komplett verstellen. Die Breite, also es gibt 3 Stufen. Das wird mit 2 Schrauben gesichert, funktioniert sehr gut. Man muss nur die Lenkerbandwicklung anpassen. Da hat man quasi die Möglichkeit, dass man sich das persönlich ausprobiert und seine optimale Lenkerbreite einstellen kann. Zusätzlich bietet Canyon im Zubehör einzelne Drops an, die kosten allerdings auch um die 240, 250 Euro, meine ich. Und da gibt es auch spezielle Aero-Drops, die man tauschen kann, ohne die Bremsleitung zu trennen. Das heißt, man muss nur das Lenkerband neu wickeln und hat im Prinzip einen komplett anderen Lenker. Dieser ist auch mit dem Flair dann. Wir haben den im Test nicht mit einbezogen, weil wir die Räder eben im Serienzustand testen wollten. Beim Propel könnte man zum Beispiel auch den Lenker tauschen. Es gibt auch Carbonlenker in ähnlicher Preislage um die 250 Euro. Haben wir nicht gemacht, weil wir bewusst gesagt haben, wir wollen die Räder im Serienzustand testen. Ja, mir persönlich gefällt der Canyon-Ansatz sehr gut. So hat man eigentlich auch, nachdem man das Rad gekauft hat, noch Anpassungsmöglichkeiten. Und bei Canyon ist eben auch das Cockpit leicht in der Höhe verstellbar, 1,5 cm, ohne Spacer zu tauschen. Ansonsten bei allen Bikes kann man die Cockpithöhe verstellen. Genau, es funktioniert gut. Man kann auch, um mal kurz ein Fitting zu machen, den Vorbau nach unten nehmen und die Spacer oben drauf setzen. Man muss dann halt natürlich runde Spacer verwenden. Aber das ist bei den meisten Herstellern offiziell auch nicht freigegeben aus Stabilitätsgründen. Das heißt, man muss das Steuerrohr passend ablenken, wenn man seine Position gefunden hat. Und kann dann natürlich nicht mehr nach oben, was bei Canyon nicht der Fall ist. Da hat man diesen Verstellbereich immer, der geht nicht verloren. Man kann immer wieder nach oben oder unten. Ist ein recht schönes System, wie ich finde. Ein paar Worte zur Geometrie dieser Bikes. Es sind natürlich alles Race-Rennräder, gemacht für den Renneinsatz und zum sportlichen Fahren. Deshalb ist die Sitzposition bei allen Bikes sehr sportlich. Ich fahre privat normalerweise 13 cm Überhöhung und diese, wenn ich die einstelle an den Testbikes, komme ich bei dem Propel und beim Tarmac ziemlich genau hin, dass ich, wenn ich keine Spacer unter dem Vorbau habe, auf diese 13 cm komme. Beim S-Works würde es sogar etwas tiefer gehen, da wären noch 5 bis 6 mm, die ich noch tiefer gehen könnte. Das heißt, dort kann man die größte Überhöhung realisieren. Und beim Canyon komme ich nur auf eine Überhöhung von 11 cm. Was aber daran liegt, dass ich bei Canyon mit meiner Körpergröße und Beinlänge ein bisschen zwischen den beiden Rahmengrößen S und M stehe. Im Test war ein M-Bike, es passt auch gut. Tendenziell würde ich aber eher persönlich mit 1,76 m Größe und 85 cm Schrittlänge in das Canyon Aeroad in der Größe S fahren. Dann würde ich auch etwas tiefer kommen, noch an der Front, rund 1 cm. Und es wäre vom Reach her etwas kürzer. Der Reach ist bei
fast allen Bikes relativ gleich, wobei es beim Trek auffällig ist, dass er rund 1 cm kürzer ist. Ist auch eine Sache, die eigentlich jeder Tester gespürt hat. Dazu kommen wir jetzt gleich mehr beim Fahrverhalten der Bikes. Das war die Sitzposition, die zur Geometrie gehört. Wenn ihr mehr über die Geometrien der einzelnen Bikes wissen wollt, nutzt auch unser Geometrie-Tool auf Rennrad News. Dort könnt ihr die direkt untereinander vergleichen. Insgesamt haben alle natürlich eine sehr rennmäßig ausgelegte Geometrie, auch was den Radstand angeht, den Lenkwinkel, den Sitzwinkel. Und im Detail könnt ihr die eben vergleichen auf Rennrad News. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Thema, das natürlich alle interessiert. Wie sind die Räder gefahren? Für wen sind sie geeignet? Was machten die Unterschiede aus? Wir hatten die Bikes zum Teil 3 Monate lang. Ich bin sehr viel mit den Rädern gefahren. Am Ende hatten wir noch einen gemeinsamen Vergleichstest mit 3 Testern im Wispertal. Dort sind wir die Räder nochmal alle konkret nacheinander im Vergleich gefahren. Ich würde vorab sagen, jedes dieser Räder ist auf einem extrem hohen Niveau und nach einer kurzen Eingewöhnungszeit wollte eigentlich kein einziger Tester hat gesagt, dieses Rad würde ich nicht haben wollen. Alle Bikes sind extrem kompetitiv, sind sehr leicht, lassen sich sehr gut fahren. Wir sprechen also hier über ganz kleine Niveaus, die unterschiedlich sind. Um die Bikes zu charakterisieren, würde ich sagen, das Specialized Tarmac SL8 ist ganz klar definiert durch sein Gewicht. Es ist das leichteste Rad, ist trotzdem aerodynamisch, aber sehr gut. Wir waren uns im Test relativ einig, dass das extrem gut beschleunigt. Man spürt es schon beim Losfahren, das geringe Gewicht. Das Handling ist eher auf der aggressiven Seite, das heißt, das Bike geht sehr leicht in die Kurven, lässt sich extrem leicht einlenken, ist aber trotzdem auf den schnellen Abfahrten durchaus stabil. Und ich hatte beim Tarmac oft den Eindruck, egal wie sich die Kurven zuziehen, man kann das Rad immer noch enger um die Kurven fahren. Es ist sehr, sehr handlich abgestimmt, lässt sich aggressiv einlenken und ist aber trotzdem auch stabil. Das sind so ein bisschen die Unterschiede beim Handling. Von dieser Aggressivität würde ich das Tarmac und das Giant Propel relativ weit vorne einordnen. Ich denke, da sind wir uns relativ einig. Diese Räder lenken extrem gut ein, sind sehr handlich und trotzdem stabil. Allerdings verglichen zum Trek zum Beispiel ist es ein ganz anderes Fahren, würde ich sagen. Ja, also das Trek, da ist der erste Eindruck, den viele sofort wiedergegeben haben. Ja, ich habe mich auf das Rad gesetzt und hat sofort gepasst, was uns auch ein bisschen gewundert hat im Zusammenhang mit diesem kürzeren Reach. Und Ja. Eine Theorie war, dass eigentlich eine kürzere Sitzposition den meisten Testern dann doch besser gefällt. Aber unabhängig davon fanden alle sofort den Komfort zum Beispiel beim Trek. Genau. Das hervorstechendste Merkmal ist eindeutig das Rad, was im Test am komfortabelsten ist. Das ist ein Versprechen, was Trek gibt durch dieses ISO-Speed-System, aber es löst es auch ein, in dem Fall muss man sagen. Und Stichpunkt Komfort, das Specialized würden wir direkt dahinter einordnen in Sachen Komfort. Ja. Und dann würde das Propel folgen und ganz am Ende das Aero. Also wenn ihr ein komfortables Competition Aero Rennrad wollt, dann auf jeden Fall das Trek Madone. Wobei das Propel und Specialized auch sehr komfortabel sind, aber wir waren uns alle einig, dass das Trek eben noch mal einen Ticken besser ist. Auch hier reden wir wieder über Nuancen. Und selbst das Canyon Aero ist nicht unkomfortabel, da sind wir uns auch relativ einig. Also würden wir das alleine im Test haben, wären wir sehr froh, dass ein Aero-Rennrad so komfortabel ist. Aber das Canyon Aero definiert sich letztendlich doch über den Speed. Wir waren uns auch alle sehr einig, dass dieses Bike einmal in Schwung sehr gutes Tempo hält. Also das haben alle Tester gesagt. Ist man einmal in Fahrt, lässt sich mit dem Aero am einfachsten das Tempo halten. Es ist sehr steif, im positiven Sinne steif, das heißt, die Tretenergie wird sehr gut umgesetzt. Es hat eine sehr gute Verbindung zur Straße, man spürt genau, was passiert und lässt sich einfach sehr gut auf Tempo halten.
Bergab fühlt sich das Rad auch sehr stabil an. Es ist nicht ganz so aggressiv, würde ich sagen, wie das S-Works und das Propel. Ja, das kann man eigentlich sagen, dass sich alle Tester eigentlich einstimmig auch auf dem Propel und auf dem S-Works Tarmac am besten gefühlt haben, wenn sie sowohl berghoch gefahren sind, als auch bergunter gefahren sind. Das waren die Bikes, auf denen sich unsere auch ziemlich erfahrenen Tester bergab am besten aufgehoben gefühlt haben, weil sie sich super leicht in die Kurve liegen lassen, aber eben dann auch richtig kontrolliert durchfahren lassen. Und richtig geerdet auf der Abfahrt fühlten wir uns mit dem Trek Madone SLR. Das ist ein Fahrverhalten, was auch Anfängern sehr entgegenkommt. Und da spielt sicherlich auch eine Rolle, dass die Pirelli-Reifen, die da montiert sind, ein bisschen breiter ausfallen als bei den anderen Bikes und auch uns wirklich eine gute Traktion vermittelten. Es ist einfach beim Schnellfahren weniger aggressiv. Es reagiert auch weniger, wenn mal ein Windstoß kommt. Die Lenkung ist nicht so nervös wie beim Propel und beim S-Works. Wobei das ja auch nervös nicht negativ sein soll, sondern viele Fahrer lieben das. Ja, ja, ich habe es ja gesagt, die Leute fanden es richtig gut. Die haben richtig Spaß gemacht, diese beiden Bikes, das S-Works und das Propel in der Abfahrt. Genau. Aber auch hier wieder, wir reden über Nuancen. Ja? Also das Trek ist auf keinen Fall irgendwie ein träger LKW, der nur geradeaus fährt und die anderen nervöse Rennpferde. Wir sprechen hier über sehr kleine und feine Unterschiede. Letztendlich hat sich, wie gesagt, jeder Tester auch auf jedem Testrad sehr wohl gefühlt. Aber es gibt eben doch Tendenzen, die einem dann noch besser taugen als bei dem anderen Rad. Das Bike, das in keiner Kategorie ganz besonders hervorsticht oder nichts am besten kann, das sage ich mal in Anführungszeichen, aber dafür alles sehr, sehr gut, ist das Giant Propel. Waren sich also fast auch alle Tests einer Meinung, dass das im positiven Sinne sehr steif ist, sehr gut Verbindung zur Straße hatte, die Tretenergie wird sehr gut in Vortrieb umgewandelt. Ist auch nach dem Tarmac das leichteste Rad im Test mit 6,8 Kilogramm. Ist sehr gut gelungen, ist auch komfortabel und vom Fahrverhalten allerdings auf der aggressiven Seite. Wer es mag, ist damit super gut bedient. Wer lieber ein etwas trägeres Handling hat, ist bei Trek oder Canyon besser aufgehoben. Das Specialized Tarmac S-Works SL8 hat nach der Papierform natürlich nach wie vor die Krone als bestes Rennrad der Welt auf. Daran lässt sich auch in unserem Test nicht rütteln, aber wir haben eben das Fahrgefühl der Fahrer, auch die Ergonomie noch etwas höher bewertet und da hat in unserem Test das Trek Madone SLR die Nase ein bisschen weiter vorne. Ja, und das war eigentlich schon unser Gesamteindruck von den Rädern im Überblick, was das Fahrverhalten angeht. Wenn ihr das Fahrverhalten im Detail noch wissen wollt, dann schaut euch unbedingt die Einzeltests als Video an, hier auf YouTube, die wir zu allen Bikes haben. Dort findet ihr noch detailliertere Angaben. Letzte und entscheidende Frage, was ist das beste Rad? Wir tun uns sehr schwer damit, hier ein Bike besonders hervorzuheben, weil alle Tester mit allen Rädern sehr zufrieden waren, sich sehr wohl gefühlt haben. Es hat keiner ein Bike in der Auswahl gehabt, das er ausschließen würde für sich persönlich. Was allerdings sehr auffällig war, dass alle Tester gesagt haben, sie fühlen sich auf dem Trek Madone SLR am wohlsten. Jeder ist auf dieses Bike aufgestiegen. Viele waren am Anfang ein bisschen skeptisch wegen diesem besonderen Design des Cockpits. Das sieht ungewohnt aus. Auch der Rahmen sieht natürlich ungewohnt aus für jemanden, der den Vorgänger nicht kannte mit diesem ISOFlow-System. Es sind also nicht alle begeistert von Anfang an für dieses Bike gewesen, aber überraschenderweise hat tatsächlich jeder gesagt, ich setze mich drauf und fühle mich sofort wohl, was bei den anderen Rädern nicht der Fall war, weil dann hat jeder ein bisschen was nachgestellt, Sattel nach vorne, nach hinten gerückt, Cockpit ein bisschen verändert, nach oben oder unten. Aber auf dem Trek Madone SLR hat sich jeder am wohlsten gefühlt. Deshalb ist es so ein bisschen unser Testsieger der Herzen, wie wir sagen. Also das Trek Madone SLR, der Testsieger der Herzen, aber es gibt auch ein paar knallharte Fakten, die für das Bike sprechen, außer das Gewicht, das ja ein bisschen höher ist als bei den anderen Rädern. Und das ist eben die perfekte Ergonomie des Cockpits aus unserer Sicht, der deutlich höhere Komfort und auch die sehr hohe Fahrsicherheit, unter anderem durch die geringe Seitenwindanfälligkeit der Laufräder. Das nur ein paar Fakten bei ansonsten fast gleichen Leistungen.
Und wir reden jetzt hier ausdrücklich nicht über nur das Rahmengewicht, das ja eben unterschiedlich ist, sondern es ist einfach das rundeste Gesamtpaket in einem sonst sehr dicht besetzten Testfeld. Dies alles betrachtet, ohne auf den Preis zu achten. In der realen Welt sieht es natürlich etwas anders aus. Jeder, der ein Rad kauft, muss es auch bezahlen, abgesehen von Profis oder sonstigen Menschen, die gesponsert sind. Zieht man den Preis mit in Betracht, sind die Unterschiede natürlich gravierend. Das Canyon Aeroad CFR ist in der Top-Ausstattung 4.500 € günstiger als das Specialized S-Works. Und das ist natürlich ein Faktor, den man keinesfalls unterschlagen kann. Auch das Giant Propel ist mit 11.990 noch deutlich günstiger als das S-Works und das Trek Madone, das bei 13.990 liegt. Zieht man das in Betracht, was man auch machen muss natürlich, ist rein preis-leistungsmäßig Canyon sicher der Sieger. Und selbst das Giant Propel ist nochmal ein, ja, wir reden über 2.000 bis 2.500 € Preisunterschied. Und so gesehen ist der Weg da auch relativ klar hin zum Giant Propel SL. Ja, und unsere Differenzierung zwischen diesen beiden Bikes ist eigentlich auch ziemlich eindeutig. Das Canyon ist natürlich nochmal einen Ticken günstiger in Anführungsstrichen, und das Giant ein bisschen teurer. Aber wenn ihr sozusagen zwischen diesen beiden Rädern hin und her tendiert, dann ist das Giant Propel eindeutig das Rad, das für die Leute besser ist, die zum Beispiel einen Bergmarathon in Angriff nehmen wollen, aber nicht auf Aerodynamik verzichten wollen. Und das Aeroad eindeutig das bessere Rad für die Leute, die überwiegend im Flachen ballern wollen und auch mal richtig schnell einen Berg hochfahren wollen, aber nicht überwiegend in den Bergen fahren wollen, aus unserer Sicht. Abschließend ist zu sagen, was wir mehrmals in diesem Test erwähnt haben: Alle 4 Bikes sind auf absolutem Top-Niveau. Viele kaufen ihre Räder rein nach Optik. Wer sagt, mir gefällt Bike X oder Y am besten, greift zu. Wenn ihr nicht auf das Geld achten müsstet, kauft euch das Bike, das euch gefällt, das ihr am besten findet. Mit keinem dieser Räder kann man etwas falsch machen. Wir haben uns bemüht, die wichtigsten Fakten kurz darzustellen. Trotzdem ist das Video ein bisschen lang geworden. Wenn es euch dennoch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like da, abonniert auch unseren Kanal und schaut euch auch, wenn es euch gefallen hat, die anderen Videos, die wir zu den Aero-Rennrädern aufgenommen haben, an. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.